Yamaichi. Please welcome the President and CEO of the Consumer Technology Association, Gary Shapiro. Gary Shapiro betritt die Bühne wie einer der ganz großen Hollywood- oder US-Sportstars, der gerade den Super Bowl gewonnen hat. Gary Shapiro ist der Chef der CES, einer Messe der Superlative, die traditionell das Jahr in der Technologiebranche einläutet. Perfekt terminiert und perfekt inszeniert. Keinem deutschen Geschäftsführer einer Messegesellschaft würde es einfallen, so aufzutreten. Vielleicht sollte das einer aber mal tun. Hidden Champions, der Yamaichi-Podcast. Welcome to CES 2018, the largest business event in the world. This week in Las Vegas, be prepared to be wowed. Wow ist der kurze und prägnante Slogan der CES, der mit einem Wort ausdrückt, welchen Anspruch diese Messe hat. Sie will Weltleitmesse sein, Trendsetter sein. Over the next 4 days, tens of thousands of the brightest, most innovative minds will gather to connect, to do business and advance the tech industry. You know, CES always has been and always will be a launchpad for historic innovation. The technologies on display this week in Las Vegas are shaping our future. Mit ein paar Wochen Abstand betrachtet, was hat die CES wirklich gebracht? Was war wirklich wow und was ist nur Show? Yamaichi. Helge Pullman ist European-Präsident von Yamaichi. Welche Innovation ist Ihnen nachhaltig in Erinnerung geblieben? Unglaublich, wie sie die Sprachassistenten in die ganzen verschiedenen Applikationen mittlerweile reinarbeiten. Und da ist nicht nur Siri und Cortana und der Google-Sprachassistent, sondern auch Alexa ist mir ganz präsent. Amazon war sowieso einer der Hauptsponsoren für diese Geschichte. Und ich habe zum Beispiel Alexa auch im Auto gesehen, bei verschiedenen Autos, was ich bis jetzt noch nie so gesehen hatte. Also das war schon sehr beeindruckend. Eine andere Sache, was ich auch gesehen habe, was mir auch sehr gut gefallen hat, war eine Fahrradfelge, die man nachrüsten kann für ganz normale Fahrräder. Und da kannst du also aus jedem 0815 Fahrrad im Grunde genommen ein Elektrofahrrad machen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Your tire in the front looks very massive. So you have the engine in this front tire. That's right. We've packed a lot of tech in this front wheel. So we have a 400-watt motor, 36-volt battery system, and an array of smart sensors, all inside the wheel that are going to work together to take you up to 20 miles an hour, give you a range of up to 50 miles, and also integrate with our smart app. So basically the idea is you remove your existing front wheel on the bike you already own and love, you install the Electron wheel in 30 seconds, and you have a full functioning e-bike. Everything is included in the wheel. So we have the battery system, the cells are balanced inside the wheel, our motor's inside there, we have a bunch of sensors and PCBAs and things like that. So it's very cool. Das Elektron-E-Bike-Prinzip ist verblüffend einfach. An einem herkömmlichen Fahrrad wird nämlich lediglich das Vorderrad ausgetauscht. 30 Sekunden später hat man ein E-Bike, bis zu 30 km/h schnell, Reichweite knapp 80 Kilometer und 400 Watt stark. Ein drahtloser Sensor an den Pedalen stellt die Kommunikation zwischen Fahrer und Elektroantrieb her. Produziert wird in Taiwan, China und die ersten Kunden sind in den USA auch schon aktuell mit dem Elektron-E-Bike unterwegs. Elektromobilität also ein ganz großes gesellschaftliches Thema, das auch auf der CES eine immer größere Rolle spielt. Braucht es in Zukunft noch Automobilmessen oder wächst alles zusammen? Naja gut, es gibt natürlich immer die klassischen Automobilmessen. Wir hatten ja gleich nach der CES die große Messe in Detroit, die natürlich ein wichtiger Trendsetter ist am Anfang des Jahres. Trotzdem ist die CES an sich schon die viertgrößte Automesse der USA, was mich also wirklich überrascht hat, als ich das gehört habe. Der Schwerpunkt ist natürlich ein bisschen ein anderer. Bei der CES wird vor allen Dingen über die totale Vernetzung geredet, über das Auto als reines Transportmittel und als Vehikel, um irgendwelche Dinge zu erledigen. Während natürlich auf den klassischen Automobilmessern, da geht es halt um einen fetten V8 oder über andere schöne Dinge, die echte Petrolheads eben interessieren. Da ist die CES nicht die richtige Messe. Das Internet of Things ist in Las Vegas ja auch allgegenwärtig. Haben Sie da neue Erkenntnisse gewonnen? Ja, es wird immer weitergetrieben. Es ist einfach die totale Vernetzung. Alles wird vernetzt, wirklich alles. Wir haben Zahnbürsten gesehen, die vernetzt wurden, um dann mit der App zu kontrollieren, ob man überhaupt die Zähne richtig geputzt hat. Und es ist wirklich alles, die Hundehalsband gibt's vernetzt, es ist unglaublich.
Man muss natürlich auch sehen, dass dann der Mensch gläsern wird, weil die Daten sind ja irgendwo vorhanden. Und was mich auch wirklich wundert ist, dass der Mensch sich, zumindest war das so auf der Messe und auch mit den Leuten, die ich gesprochen habe, sich da offensichtlich daran gewöhnt hat. Es ist wohl doch schon so, über die ganze Social Media ist er so gewöhnt, Dinge von sich zu geben, dass ihm das gar nichts mehr ausmacht, einfach Informationen nach außen zu tragen. Also mir ist es ein bisschen unheimlich. 2.4 billion people used a smartphone last year, and we project that U.S. sales of connected devices will jump over 6% to 715 million units this year. Now, we all want fast, reliable connectivity. Part of it is 5G, which is our future. It offers greater data capacity, faster speeds, and lower latency. It will be 100 times faster than today's networks. And this technology will be a catalyst for growth. It will change industries from healthcare to education to sports. One estimate is that more than 20% of the world's population could have access to 5G in the next 5 years. Jetzt haben wir es gerade gehört. Ist denn 5G wirklich so bahnbrechend oder möglicherweise nur ein Marketing-Gag? Ja, das ist eine gute Frage. Schauen wir doch mal, was die verschiedenen Standards sind. Wir haben also 3G, das kennen ja noch sehr viele, UMTS auch genannt. Da haben wir eine Datenübertragung von 384 Kilobit pro Sekunde. Heutzutage wird bei den meisten Smartphones und eigentlich überall 4G eingesetzt oder man sagt auch LTE dazu. Da hat man 100 Megabit pro Sekunde. 100 Megabit pro Sekunde Datenübertragung, das ist schon mal 260 Mal die Geschwindigkeit von D3, also Wahnsinn. Jetzt mit 5G, was bedeutet das? 5G bedeuten 10.000 Megabit pro Sekunde. Das ist also 26.000 Mal so schnell wie 3G. Da fragt man sich natürlich, wozu braucht man das überhaupt? Man braucht es für autonomes Fahren. Autonomes Fahren braucht Terabyte von Daten in der Stunde, unglaubliche Datenmengen. Das funktioniert sonst gar nicht. Mit dem 3G-Netzwerk würde es überhaupt nicht funktionieren. Und um da mal ein Gefühl zu geben, was ist überhaupt ein Terabyte? Ein Terabyte sind 1 Million Megabyte. 1 Million Megabyte. Typischerweise hat ein ganz normales 0815-Bild vielleicht so 1 Megabyte groß. Da kann man sich also vorstellen, da werden 1 Million Bilder übertragen, also gigantische Mengen. Gary Shapiro spricht unter anderem auch die Medizin und auch die Sportbranche an. Welche Möglichkeiten und Perspektiven sehen Sie in diesem Bereich? Ja, wir hatten ja in Vanierchen eine eigene Halle im Ausstellungszentrum, wo es nur um Sport und Gesundheit ging. Und da könnte man natürlich jetzt ganz viele Dinge erzählen, was mich nur zum Beispiel extrem beeindruckt hat, was aber ganz typisch ist. Wir sind da durchgelaufen und haben einen Sattel gesehen, einen Pferdesattel, der komplett vernetzt war. Den hat man dann aufs Pferd draufgelegt und dann kommt man da irgendwie einen Springparcours absolvieren oder man kann einen Springparcours absolvieren und sieht dann die totale Analyse, was eigentlich das Pferd macht, was der Reiter vor allen Dingen mit dem Pferd betrieben hat. Man sieht dann genau, wie weit es gesprungen ist, was für Oberschenkeldruck auf das Pferd ausgeübt wurde und so weiter und so fort. Es ist unglaublich, was damit eigentlich gemacht werden kann. Ich habe es meiner Frau gezeigt, die ist selbst Sportreiterin und die war extrem beeindruckt. Sie konnte sich das gar nicht vorstellen. Aber es ist eine französische Firma, auch eine Art Startup. Also man sieht, es geht in alle Richtungen. Und wie profitiert jetzt Ihre Branche und natürlich Yamaichi selbst vom immer weiter wachsenden Smartphone-Markt? Ja, das Smartphone an sich ist eigentlich der Trendsetter heutzutage weltweit für alle neuen Entwicklungen. Ein kleines Beispiel. Im Auto, wenn ich heutzutage ein neues Auto habe, gibt es heute diverse Apps für alle möglichen Anwendungen, vom digitalen Radio über Navigation und so weiter und so fort. Ich kann mir da Apps schon runterladen. Und für uns ist es natürlich wichtig zu sehen, in welche Richtung geht es überhaupt, wie wird das Ganze weiter transportiert. Und wir als Elektromechanikhersteller, für uns ist es natürlich auch ganz wichtig, weil wir natürlich auch die entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung stellen wollen, was die Datenübertragung anbelangt. Bei der CES hat der Huawei-CEO sein neuestes, super fastes Smartphone in einer Keynote vorgestellt. It's the first one, up to now, it's the only phone which can support this really super fast speed. Some call it 4.5G, some call it pre-5G. It's really, really super fast speed. You can see that today on the AT&T network, you can have this super fast speed. Auch das ist ein Teil der CES. Hat Sie diese Keynote enttäuscht? Ja, also es war natürlich hochinteressant mal zu sehen, wie der Chinese sich hier präsentiert. Das ist ja einer der höchsten Wirtschaftsführer in China. Und meines Erachtens hat er nicht hundertprozentig den Sinn einer Keynote verstanden. Bei der Keynote geht es ja darum, um Trends zu setzen, um zu präsentieren, wie eine Firma sich eigentlich nach vorne entwickelt. Riesige Firmen. Und die Präsentation, die Keynote von Huawei, ich weiß gar nicht genau hundertprozentig, wie das genau ausgesprochen wird, war eigentlich eher eine langatmige Werbeveranstaltung. Es war jetzt nicht unbedingt das, was wir erwartet haben.
Im Gegensatz dazu war zum Beispiel die Keynote von Intel grandios. Die hatten ja ein paar Tage vorher die Sache mit dem Sicherheitsleck in ihrem Prozessor und haben das eigentlich super professionell rübergebracht. Sie hatten zuerst eine Präsentation über dieses Sicherheitsleck und sind dann übergegangen und haben dann ihre Keynote entsprechend gemacht. Das waren 2 Stunden. Ein Feuerwerk an Technologie. Wir waren also begeistert. Es wollten Tausende zu dieser Keynote rein. Die haben bei 5000 Besuchern dann die Türen zugemacht. Also ich bin froh, dass ich drin gewesen bin. Also ich bin wirklich begeistert und Intel weiß, wie es geht. This is the industry that is changing the world for the better. It raises everyone up across social and economic divides. It allows anyone with a mobile phone to be an entrepreneur or a content creator and grab a global audience. It connects us with each other. It makes us more engaged citizens. It makes us healthier. It saves lives. The technologies on display across the CES show floor this week are solving the biggest global challenges. And we see the benefits of technology everywhere. Before and during the recent hurricanes and fires, drones help find danger spots, assess damage, and search for survivors. Werden Drohnen tatsächlich die neuen Lebensretter? Werden sie Aufgaben übernehmen, die Menschen möglicherweise risikolos eigentlich gar nicht machen können? Also grundsätzlich sind, glaube ich, bei den Drohnen hier so ein bisschen die Musik raus, was den großen Hype anbelangt. Ja, also so Billigdrohnen hier so ein bisschen rumfliegen mal und den Nachbarn erschrecken. Ich glaube, die Sache ist durch. Aber es wird ein riesiger Markt entstehen. Nicht im privaten Bereich. GoPro zum Beispiel, Hersteller, weltweiter führender Hersteller bei Actionkameras, hat sich gerade aus dem Drohnenprogramm verabschiedet. Aber im professionellen Bereich werden Drohnen eigentlich die Zukunft bei vielen, vielen Anwendungen sein. Unter anderem erstmal sicherheitsrelevante Einrichtungen, wie zum Beispiel einfach eine Raffinerie. Die muss ja auch komplett überwacht werden. Das Gebiet muss komplett überwacht werden. Das Gebiet ist riesig. Da sind Drohnen eigentlich genau das richtige Einsatzmedium, weil ich natürlich genauestens kontrollieren kann, wo was läuft, nachts mit Infrarotkameras und so weiter. Aber man muss es leider auch sagen, im militärischen Bereich, Drohnen werden überall sein. Wir werden sehr viel militärische Anwendungen im Drohnenbereich erleben. Vor Superlativen hat man ja auf der CES keine Angst. Stichwort Smart Cities. So wie sie auf der CES gezeigt wurden. Ist das tatsächlich die nahe Zukunft? Naja, die Vernetzung eben bei Smart Cities. Smart Cities bedeutet smart, intelligent, vernetzt. Die wird fortschreiten und die wird erst so richtig passieren. Also von der Ampel über Autos, über Zwischenautos, in andere Bereiche rein. Das wird ganz massiv kommen. Das hat man gesehen auf der CES. Die haben das auch präsentiert. Zum Beispiel auch ganz einfache Beispiele, dass jemand eine Pizza bestellt und dann kommt dann im Prinzip ein Lieferauto, ist natürlich autonom, holt die Pizza bei dem Pizzabäcker ab, bringt es dann zu dem jeweiligen, der kriegt automatisch eine Information, dass seine Pizza vor der Tür steht, geht raus, holt es. Es läuft alles natürlich ohne Bezahlung ab. Das geht natürlich nur, wenn wirklich die Stadt entsprechend vernetzt ist und alles einfach Hand in Hand miteinander abläuft. Also das ist die Zukunft und viele amerikanische Städte haben sich dazu committed, dass sie das machen und ich hoffe auch, dass wir in Deutschland da in die Richtung uns bewegen. Und fasziniert hat sie ein Supercomputer von IBM, den Adam Boak kurz erklärt. So this is IBM. This kind of interesting thing that you see here is an actual quantum computer. It has something that we call qubits, which are different than regular bits, which are, ones and zeros. A qubit is something that is both a 1 and a 0 at the same time. Okay. And so if you string enough of these qubits together, then you have a quantum computer and you can solve problems that you can't solve with traditional computers. So it's a very new thing. Also die Präsentation von dem Quantum-Computer, ich war wirklich begeistert. Ich habe bis jetzt gar nicht gewusst, dass sowas existiert. Ich habe gar nicht geglaubt, dass sowas überhaupt schon so weit ist. Es ist eigentlich Science-Fiction und das ist das, was wir eigentlich schon seit Jahrzehnten erwarten. Quantum-Computer, kein digitaler Computer, sondern eine ganz neue Herangehensweise an Datenverarbeitung. I think the real applications are going to be in other areas. Very complex multivariable optimization, things like modeling molecules and complex systems and things like that. But what you have is a really workable item in your lab. Yes, what you have that's is right. a really workable item. It's working, you can use it. Yeah. Optimierung der Prozesse, zum Beispiel bei der Sicherheit. Ist das der eigentliche Nutzen dieses Superrechners in der Zukunft? Das sagt zumindest der IBM-Tüftler. Ist das denn aktuell relevant für die Branche?
Ja, Sicherheit der Daten sind ja einer der ganz großen Themen. Und wie schütze ich die? Wie kann ich das überhaupt in den Griff bekommen? Wir haben es gerade gehört, bei Intel hatten sie ein riesen Sicherheitsproblem. Mit Quantencomputer könnte das unter Umständen möglich sein. Es ist zumindest ein technologischer Ansatz, der ganz anders an die Dinge herangeht. Und generell, die Sicherheit ist einer der Zukunftsthemen überhaupt in der Informatik und hat auch viel mit der totalen Vernetzung, die wir jetzt gerade angehen, zu tun. Danke, Helge Pullmann. Wir hören uns gleich wieder. Jetzt kommen unsere Branchen-News, die Sie jedes Mal in Zusammenarbeit mit WK Fachmedien in unserem Podcast hören können. Und das sind die Neuigkeiten, die bei elektroniknet.de die höchsten Klickzahlen erreicht haben. Branchen-News. Weltgrößte Lithium-Ionen-Batterien gestartet. In Australien hat das weltweit größte Batteriesystem zur Speicherung von erneuerbarer Energie den Betrieb aufgenommen. Die vom Elektroautoproduzenten Tesla hergestellten Lithium-Ionen-Zellen sind an einen Windpark angeschlossen. Die Regierung des Bundesstaates South Australia lobte das Batteriesystem als bedeutenden Moment für die erneuerbare Energie. Sein Bundesstaat sei nun führend auf dem Gebiet regelbarer erneuerbarer Energie, so Regierungschef Jay Weatherhill. Tesla-Gründer Elon Musk hatte im Juli versprochen, die Batterie innerhalb von 100 Tagen herzustellen. Toyota sichert Zugang zu Lithium. Die zu Toyota Motors gehörende Toyota Tsusho beteiligt sich für $232 Millionen zu 15% am australischen Lithiumhersteller Orocobre. Damit will sich Toyota Tsusho den Zugang zu dem Material sichern, das eine Voraussetzung für die Produktion der Lithium-Ionen-Batterien ist, die in Elektrofahrzeugen benötigt werden. Der Preis für Lithium habe sich aufgrund der starken Nachfrage über die vergangenen 2 bis 3 Jahre verdoppelt, so Andrew Barber, Investor Relations Manager von Orocobre. Lithium mache dabei ungefähr 11% der Kosten der Kathode einer Lithium-Ionen-Batterie aus. Start-up mischt Kabelbranche auf. 100-mal länger leben sollen die Kabel von Nanolec, einem Spin-off der ETH Zürich. Den Beweis haben die Ingenieure Vincent Martinez und Luca Hirt im Labor erbracht. Mit Hilfe einer Maschine haben sie verschiedene Kabel gebogen und gestreckt, bis diese brachen. Das Resultat? Normale Kabel waren nach wenigen 100 Zyklen unbrauchbar. Die neu entwickelten Kabel funktionierten hingegen auch nach tausenden Zyklen immer noch. Das Geheimnis liegt in einem speziellen Material, das an der ETH hergestellt wird. Es sorgt dafür, dass sich die Kabel wie ein Gummiband dehnen und besonders robust sind. Die wahren Stars der CES. Riesen-Fernseher, skurrile Gadgets und exotische Elektroautos prägen das Bild der CES 2018 in Las Vegas. Doch hinter den schillernden Kulissen hat sich die Messe längst zu einem Technologie-Mekka entwickelt, das die Halbleiterindustrie für die Präsentation von Neuheiten nutzt. So zeigte Nvidia, einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen, eine neue Softwareplattform. Drive 9 verknüpft externe und interne Sensoren für unterschiedlichste Assistenzsysteme. Eingesetzt werden soll Drive 9 unter anderem in E-Fahrzeugen von VW, wie der Konzern auf der CES bekannt gab. Branchen-News. Da die wahren Stars kommen aus der Halbleiterindustrie, lautet zumindest die letzte Schlagzeile in den Branchen-News. Hatten Sie auch diesen Eindruck? Ja, also ich hatte ja auf der CES ganz deutlich den Eindruck, die großen, ganz großen Giganten der Halbleiterindustrie wie ein Intel oder ein Qualcomm hatten also mehrere Stände und haben hochinteressante Applikationen gezeigt. Die Halbleiterhersteller als solches generieren einfach die Werkzeuge und aus diesen Werkzeugen generieren dann wiederum Firmen irgendwelche Anwendungen, machen irgendwelche Anwendungen, aber ohne die Grundlage, ohne die Halbleiter würde es sowas überhaupt nicht geben. Ohne einen Pentium-Prozessor gibt es keinen PC und ohne irgendeinen Prozessor, den Apple für sein Smartphone macht, gibt es auch kein iPhone. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir natürlich diese Werkzeuge haben, aber auch in Deutschland haben wir natürlich eine Infineon und auch einige andere sehr interessante Firmen, aber die Firmen legen sozusagen die Basis für unsere Zukunft. Und die Halbleiter als solches sind natürlich die Grundlage und auch die Grundlage der CES, denn ohne Halbleiter würden wir die ganze Veranstaltung nicht sehen. Laut einer Studie der CES zum Thema, welche Länder am besten für Start-ups geeignet sind, gehört Deutschland nicht zu den Innovation Champions. Was bedeutet das für Unternehmen in Deutschland und auch für ihre Branche?
Ja gut, dass wir jetzt nicht gerade die super Startup-Generierer sind, das ist klar. Wir haben zwar Berlin und wir haben ein bisschen München und ein paar andere Städte, die ganz gut dabei sind, aber insgesamt fehlt uns so ein bisschen der Zug. Leider ist es ja natürlich auch so, dass unsere Politiker das wohl noch nicht hundertprozentig begriffen haben, was das eigentlich für uns bedeutet. Und ich hoffe, da fällt noch mal irgendwann der Groschen. Aber wir haben da einiges an Handlungsbedarf. Für unsere Branche ist es so, dass Startups, also Elektromechanik, Steckverbinder, dass Startups jetzt nicht unbedingt die Trendsetter sind. Wir sind halt eine Branche, die eher im Hintergrund agiert. Da ist es so, dass die 3 großen Länder, nämlich die USA, die Japaner und auch Deutschland, führend sind in der Elektromechanik und die setzen auch die Trends. Wir haben ein paar Startups, die sind auch hochinteressant, aber nein, die Länder seit vielen Jahrzehnten setzen die Trends mit ihren Firmen und die sind auch sehr erfolgreich. Berlin-Brandenburg hat einen Gemeinschaftsstand auf der CES. Frankfurt-Oder ist ein wichtiger Standort für Sie, bei dem Sie auch gerade große Investitionen angekündigt haben. Ist Yamaichi vielleicht sogar Teil der CES 2019 in Las Vegas? Naja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir auf der CES ausstellen wollen. Ich denke mal nicht, dass wir da sein werden als Aussteller, aber 100%ig als Besucher. Denn salopp gesagt, die CES ist einfach der Knaller. Die CES ist einfach der Knaller. Yamaichi. We hope you take back what you see this week and inspire others, because innovation holds the key to a better tomorrow. A world that starts right here, right now at CES 2018. Für James Parker von Electron hat sich die CES 2018 voll gelohnt. Ende des Jahres wollen die Tüftler aus San Diego in Kalifornien den deutschen Markt erobern, wenn in den USA alles so läuft, wie sie hoffen. Europe is in our sights. Europe is sort of the big opportunity for us. So our idea is that we sort of launch in the U.S. We really figure out how best to deliver the product to our customer and make sure the product is ready to go. And then end of 2018, we hope to enter the European market. Nicht alle CES-Neuigkeiten sind wirklich relevant, geschweige denn markttauglich. Well, no comment. I shouldn't say anything. We've seen a few products here that look good on the outside, but as soon as you kind of peel back the cover, you see it's not working. It's not ready to go. Wir sind auch ready to go. Die nächsten Hidden Champions treffen wir auf der Messe Embedded World in Nürnberg. Hear you there. Das war Hidden Champions, der Yamaichi-Podcast mit Florian Schwarz.